Viele Karten werden am Wochenende und nächste Woche in der Black Friday Panik noch weiter sinken. In diesem Video erkläre ich dir, ob du dein Team noch verkaufen kannst und wie du mit Profit aus der Panik kommst. Hallo und Servus, willkommen zurück auf TV Marvin. In diesem Video geht es um Black Friday. Was ist Black Friday? Was passiert in der Panik? Wann kann ich mein Team noch verkaufen? Und wie kann ich trotzdem Coins machen? All das beantworten wir in diesem Video. Was ist überhaupt Black Friday? An Black Friday gibt es das erste Mal Lightning Rounds, das heißt limitierte Packs, zum Beispiel 50.000 Mal ein 100k Pack oder so. Plus an Black Friday, da gibt es jedes Pack zum halben Preis. Und weil da nicht nur Leute zum halben Preis mit den FIFA Points öffnen, sondern dann auch viele Leute Coins nutzen, um Packs zum halben Preis zu öffnen. Und weil es ab 14, 15 Uhr jede Stunde Lightning Rounds gibt, also neue Pack-Angebote, steigt das Angebot und die Preise sinken natürlich dramatisch. SBC-Karten sind natürlich das eine, aber wir fangen an mit den spielbaren Karten und gerade bei Goldkarten, also zum Beispiel Karten wie Bruno Fernandes oder so, die nicht mehr so viel kosten, 20k, 30k, aber auch Karten, die so 50k oder 100k kosten, also diese Karten, die gut sind, die spielbar sind, aber nicht überragend sind, die werden weiter sinken. Schau mal hier, Bruno Fernandes, FIFA 21 zu Black Friday und du siehst, wie er immer weiter sinkt und dann an Black Friday, da hat er einen Tiefpunkt und an diesem ganzen Wochenende kommen Pack-Angebote, am Cyber Monday kommt dann auch noch mal viel. Das heißt, diese Karten, die sinken schon in der Panik, aber sinken dann auch noch mal mit dem Angebot aus den Packs am Black Friday. Das heißt, diese Karten, die würde ich so schnell wie möglich verkaufen, wenn du sie verkaufen willst. Du kannst natürlich auch sagen, Mensch, interessiert mich alles gar nicht. Ich halte diese Karten einfach durch diese Promo. Wenn du auf deine Coins achtest, lieber an diesem Wochenende als danach verkaufen. Was ist jetzt mit teureren Karten? Zum Beispiel N'Golo Kanté, kostet ja so um die 300k ungefähr auf der Playstation. Das sind natürlich Top-Tier-Karten, 90er Rating, einer der besten Gold-Mittelfeldspieler überhaupt im ganzen Game. Sicherlich absolut spielbar, auch übers Team of the Year hinaus. Diese Karten, das sehen wir hier an Kanté letztes Jahr, die sinken auch krass in der Panik vor Black Friday. Und wie fast immer bei FIFA ist es so, egal ob bei Wants-to-Watch-Karten der Anstieg oder die Panik bei anderen Karten, ist in dem Hype und in der Panik, er zum Beispiel letztes Jahr an dem Dienstag am günstigsten und an Black Friday steigt er dann sogar wieder, weil natürlich am Anfang, vielleicht die ersten 2-3 Stunden, sinkt er noch mal ein bisschen, die Leute haben noch Angst, aber merken dann ganz schnell, hey, so oft wird er gar nicht gezogen. Die ziehen vielleicht andere Karten, die ihnen Coins bringen, wollen dann ihr Team upgraden und deswegen steigt dann so eine Karte wie Kanté eigentlich wieder nach diesem Wochenende. Also wenn du ihn verkaufen willst, solche Top-Karten so schnell wie möglich oder aber warten nach Black Friday und durchziehen. Kommen wir zu den SBC-Karten und SBC-Karten, die hängen vor allen Dingen davon ab, was die EA uns an neuen Content, an neuen SBCs raushaut. Solange da nichts kommt, werden diese Karten erstmal sinken und Black Friday wird der perfekte Zeitpunkt sein, diese SBC-Karten einzukaufen. Ich denke nicht, dass wir bis dahin eine neue Icon-SBC haben. Falls das passieren wird, wird die vorher im Code sein. Dann werden natürlich Seiten wie Footwatch das posten, dann wird das wieder steigen. Aber ansonsten werden Goldkarten sehr, sehr gut einzukaufen sein am Black Friday und ich würde dann auch damit warten, die dann einzukaufen und nicht vorher. Außer wir bekommen das Code-Update. Das ist die perfekte Überleitung zu Teil 2 des Videos. Wie kannst du trotzdem traden und wie kannst du Coins machen in dieser Panik? Und eine Sache sind die SBCs. Bevor wir dazu kommen, nochmal der Hinweis für euch, mein Patreon-Discord. Das ist die Trading Gang, exklusiver Discord mit noch mehr Trading-Tipps und top. Da kann ich sofort und schnell reagieren, schneller als wenn ich erst ein Video gemacht habe und biete dir dann noch Support. Zusätzlich zu YouTube, werdet ihr gerne Mitglied. Erster Link in der Videobeschreibung. Und bei den SBCs, da gibt es vor allen Dingen im Low-Budget-Bereich Sachen, wo man die Coins locker verdoppeln kann, wo man aber auch mehrere K mit einer Karte machen kann. Und das sind die Flash-SBCs. Flash-SBCs, das sind so kleinere SBCs und da kommen dann jede Stunde an Black Friday, jede Stunde so Packs, wo man mal ein Elektrum-Spieler-Pack bekommt, wo man mal einen seltenen Gold-Spieler-Pack bekommt, auch mal ein Mega-Pack. Die kommen jede Stunde neu, oder ich glaube alle 2 Stunden war es oder so. Und da sind vor allen Dingen solche Non-Rares wie diese hier unglaublich gut. Zum Beispiel Karten wie Albiol, Spanier in der spanischen Liga bietet viele Stronglinks, aber auch Karten, die eine andere Nation mit einer anderen Liga kombinieren, also ein Remis. Wenn man zum Beispiel viele Nationen braucht, das über Frankreich lösen will, dann hilft es natürlich, wenn man hier einen Super League-Spieler hat oder so. Und das sind alles Karten, die du sehr, sehr gut erbieten kannst. Heute nach den Rewards, am Sonntag nach den Squad Battle Rewards, am Montag, wenn nochmal Weekend League Rewards kommen für alle, die nicht zu Ende gespielt haben. Das heißt, du hast hier noch super gut die Chance, Richtung Black Friday zu investieren.
Eine SBC, die auch immer dran kommt, das ist eigentlich die garantierte Team of the Week SBC. Bei dieser SBC kann man Team of the Week Spieler ziehen. Aus allen Team of the Weeks, die es schon gab, die SBC ist natürlich komplett Schrott. Trotzdem machen sehr, sehr viele Leute diese SBC. Ich glaube, bei SBC-Investments ist dieses Jahr ein bisschen die Sache, dadurch, dass die so günstig im Moment sind, weil wir so viel Angebot durch Preview und Promo-Packs haben, braucht es ein, zwei gute SBCs, bis die steigen. Heroes SBC, Icon SBC, vielleicht diese Team of the Week SBC. Und 84er, die wirklich hohe Chemie bringen, wie zum Beispiel Maguire, Innenverteidiger, immer gut. Braucht jede Formation mindestens 2, manchmal auch mit Dreierkette 3 Innenverteidiger. Solche Karten, 84er und 83er, die kannst du investieren. Insbesondere die 83er, die kannst du zum Abschlusspreis erbieten. Also ich sag mal, einen Gosens, den wirst du für 800 Coins bekommen. Und mehr würde ich für die 83er auch nicht ausgeben. Und falls die dann im Hype schon ein bisschen steigen, würde ich die vielleicht sogar vor der SBC verkaufen. Denn wie gesagt, SBC-Karten haben es dieses Jahr echt schwer. Und deswegen so super günstig einkaufen, wirklich 83er für 800, 900 Coins erbieten und dann im ersten Hype auf jeden Fall verkaufen. Fick diese Meduse, ey. Was natürlich auch klar ist, dadurch, dass diese SBC garantierte Team of the Week Spieler hat, werden natürlich Team of the Week Spieler erstmal sinken davor. Jeder kennt diese SBC, jeder weiß eigentlich, dass das kommt, der schon ein paar Jahre länger FIFA zockt. Das bedeutet, ich würde nicht mit Team of the Week Spielern traden, ich würde jetzt nicht alle aus Panik verkaufen und so schnell wie möglich loswerden. Du hast ja am Anfang des Videos gesehen, welche Karten ich halten, welche ich verkaufen würde oder wann ich die halten und verkaufen würde. Aber ganz, ganz wichtig, wenn du mit denen tradest, UV oder so, dann würde ich gucken, dass ich ein paar Tage oder vielleicht eigentlich schon dieses Wochenende fertig werde damit, die erstmal verkauft habe. Und dann wäre ich vorsichtiger mit Team of the Week Karten. Wenn die dann am Mittwoch, Donnerstag nächste Woche 10, 20, 25% sinken, dann könnte das eine Option sein, diese Karten zu kaufen und nach dem Black Friday die dann wieder zu verkaufen. Bonustipp in diesem Video, das sind die Meilensteine. Vielleicht bekommen wir ja auch wieder diese Ligen-Meilensteine, wo man insgesamt 3 Spieler mit den Aufgaben dann erspielen kann im Manager-Meisterstück. Die EFL ist immer der erste oder eine der ersten Ligen, deswegen habe ich mir diese Karte hier einmal gekauft für den fast Abschlusspreis. Ich glaube, ich habe irgendwie 10.000 gezahlt oder so. Die gammelt jetzt im Verein rum. Wenn du genug Coins für sowas hast, lässt du die einmal im Verein. Und ansonsten verlinke ich dir hier auch nochmal das Video. Da sind ordentlich Premier League Low Budget Bees drin, die du jetzt als UV schon anbieten kannst oder auch für den Premier League Meilenstein-Spieler investieren kannst. Abonniere den Kanal. Sehen wir uns in diesem Video. Ich bin raus. Der Marvin. Servus. Ciao, ciao.